vor denen muss man sich wirklich fürchten. Und damit meine ich nicht nur den, nennen wir es mal, Einfallsreichtum diverser Chibo-Erfinder. Nein, damit meine ich vor allem 300 Kilogramm schwere Killermaschinen, die durch die Innenstadt gehen, um einen am Weg in den Dönerstand die Eingeweide aus der Bauchhöhle zu reißen. Das ist aber glücklicherweise, und das ist, glaube ich, so momentan der Zugang, den die meisten Leute zur Welt haben, für uns überhaupt kein Problem und eigentlich völlig wurscht, und eigentlich sollten wir gar nicht drüber reden, weil es ist ja nicht in Füge deinen Wohnort ein passiert, sondern in Amsterdam. Also von daher würde ich sagen, wir beenden das Video einfach wieder. Ich sage danke fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Liken und teilen nicht vergessen. Ciao! Ja. Ja, Entschuldigung, ich habe ganz vergessen, dass wir hier auf YouTube sind und über Filme reden. Offensichtlich ein wesentlich politischeres und globaleres Medium als Klimagipfel. Aber lassen wir das. Wir haben heute nämlich tatsächlich einen interessanten Film auf unserer cinematografischen Speisekarte. Prey ist der letzte Streifen des niederländischen Erfolgsregisseurs Dick Maas, den die meisten von euch kennen, einerseits als Regisseur des Kultklassikers Fahrstuhl des Grauens aus dem Jahr 1983, der dann sogar 2001 seinen Film selbst unter dem Titel Down noch einmal remaked hat. Außerdem kennen wir ihn natürlich als Regisseur und Schöpfer der Familie zum Knutschen, der ganzen Flodder-Gang, aber natürlich den meisten ist in erster Linie sein Kult-Thriller Verfluchtes Amsterdam aka Amsterdam bekannt. Im Jahr 2016 hat er allerdings einen Film gedreht, der, also, wenn ich da jetzt schaue, irgendwie nicht ganz so in seine Filmografie passt, aber vielleicht gerade deswegen so absolut genial ist, denn wie kommt man von der Familie Flodder zu einem Killerlöwen? Ich weiß es nicht, es ist aber auf jeden Fall geil, denn das, was Regisseur Dick Maas geschafft hat bei seinem Film Prey, ist, dass er den nicht so ganz ernst gemeint hat. Prey ist mehr oder weniger eine leicht augenzwinkernde Alternative zu einem riesigen Killerviech-Film, wo die Charaktere eigentlich relativ interessant und cool aufgebaut sind und vor allem der Film gelegentlich eine herrlich absurd surreale Atmosphäre bekommt. Für mich ist Prey eigentlich eine perfekte Mischung aus Splatter, Comedy und what the fuck am I watching here? Der Film macht Spaß auf mehr als nur eine Ebene und ganz ehrlich, was kann man sich mehr erwarten? Ach ja, genau, einen deutschsprachigen Release. Bis zu dem musste man ein bisschen warten. Immerhin wurde der Film bereits im Jahr 2016 gedreht, wurde erst 2019 dann veröffentlicht, aber da schon am 6. Dezember. Indeed Film und Illusions Unlimited Films haben sich des Titels angenommen und haben diesen im deutschsprachigen Raum in gleich 5 verschiedenen Covers veröffentlicht. Und dabei entspricht das Cover A, limitiert auf 333 Stück, quasi dem, sagen wir mal, bekanntesten Motiv zu dem Film. Einerseits dem holländischen Originalplakatmotiv, aber auch ein Teaser-Poster, das in zahlreichen anderen Ländern verwendet wurde. Dann gibt's noch das Cover B, ebenfalls limitiert auf 333 Stück, das dem chinesischen Plakatmotiv oder Artwork zu dem Titel entspricht. Eine wunderschön, eigentlich schön, noch reißerische aufgebaute Version übrigens von dem französischen Plakatmotiv, das ein ähnliches Motiv mit dem Löwen zeigt, aber das nicht ganz so wild aufgebaut hat, was übrigens ein interessantes Tidbit am Rande ist. Der Film war obwohl er laut IMDb der erfolgloseste Film von Dick Maas ist, ein absoluter Kassenschlager in China. Dann übrigens ebenfalls mit der Limitierung von 333 Stück wartet noch das Cover C auf uns, das eigentlich ebenfalls eine interessante Darstellung von zwei der, ich nenne es jetzt einfach einmal so, Hauptcharakteren bietet. Dann gibt's noch das Cover D, das ist sogar limitiert auf nur 222 Stück, zeigt dabei das Cover-Artwork, das auch bei der holländischen Blu-ray des Films zu sehen ist. Es folgt dann noch das Cover E, eine eigentlich ziemlich coole
Zusammenstellung, Compilation aus einem der bekanntesten Motive des Films, von dem böse daher watschenden Löwen, und außerdem dann noch eine Leiche im Vordergrund mit dem blutroten Aggressionspotenzial dazu. Auch das ist limitiert auf 222 Stück. Und damit sind wir noch nicht fertig. Es gibt nämlich auch noch das Cover F. Das ist nicht direkt veröffentlicht worden von Illusions und Indeed, sondern kommt über Shamrock Media, ist außerdem nur limitiert auf 111 Stück und entspricht mehr oder weniger dem japanischen Motiv zu dem Film. Damit haben wir aber auch tatsächlich alle 6 Cover-Artworks, die es zu dem Film gibt, durch. Wobei, was ich an der Stelle relativ interessant finde, dass Regisseur Dick Maas höchstpersönlich mehr oder weniger gemeint hat, wie schwer das eigentlich sein kann, von seinem Film irgendwie geile Plakatmotive anzufertigen, weil es da international eigentlich relativ wenig gibt, außer eben in Deutschland, hat explizit die deutschen VÖs erwähnt mit einer Aufbereitung von den Cover-Artworks, mit eben der Masse an vielen verschiedenen, noch dazu streng limitierten Veröffentlichungen, was ihm persönlich relativ gut gefällt. Und ganz ehrlich, coole Cover-Artworks, die streng limitiert sind, das gefällt nicht nur Dick Maas. Anyways, herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check. Ich freue mich, euch in dem heutigen Video das limitierte Cover A des neuen Prey Mediabooks näher vorzustellen. Würde ich persönlich meinen Cover-Favoriten benennen müssen, dann wäre das wahrscheinlich Cover B bzw. Cover E. Hat ebenfalls noch wirklich was für sich, wobei ich auch an den anderen Cover-Artworks, die hier von Indeed und Illusions daherkommen, einige wirklich coole Elemente finde. Lustig finde ich übrigens für diejenigen, denen es vorher nicht aufgefallen ist, dass Cover A und Cover D eigentlich grundsätzlich dasselbe Artwork, respektive dasselbe Bild von dem Löwen bieten. Nur, dass der halt beim Cover A noch deutlich herabgesenkt wurde, beziehungsweise dann hier diesen durchgekratzten, ich glaube jetzt mal Metalldings, durch das der Löwe durchblickt, dazu eingefügt wurde. Macht eigentlich eine schön bedrohliche Atmosphäre, vor allem was mir bei den deutschen Cover-Artworks bei dem Film nämlich tatsächlich gut gefällt und auch deutlich besser als bei anderen internationalen Veröffentlichungen des Films, ist die Aufteilung des Covers, die Art, wie das eigentliche Motiv mit dem Filmtitel präsentiert wird und vor allem alleine so Kleinigkeiten wie die Tatsache, dass es noch einmal so eine Kratzspur in dem Titelschriftzug gibt. Das gefällt mir persönlich sehr gut, so wie zum Beispiel auch die Tatsache, dass das Frontcover-Artwork mit diesen Kratzspuren hier noch dazu auf den Spine weitergeht, wo man dann sonst logischerweise die Logos von Indeed und Illusions findet, beziehungsweise den Filmtitel. Wechseln wir jetzt einmal auf das Backcover. Da begrüßt uns gleich einmal ein relativ cooles Bild von dem Löwen, natürlich die Inhaltsangabe zum Film. Es gibt ein paar Bilder aus dem Film, eure individuelle Limitierungsnummer in diesem kleinen weißen Rechteck, sowie die Informationen rund ums Bonusmaterial und die technischen Details sowie Cast and Crew Angaben. Für diejenigen, die sich für die Specials von dem Film interessieren, die bekommen ein circa 9-minütiges Making-of in verschiedenen Teilen, das im holländischen Original präsentiert wird mit deutschen Untertiteln. Außerdem gibt es noch ein circa 18,5-minütiges Interview mit dem Regisseur Dick Maas von einem Filmfestival, das in englischer Sprache, aber ohne Untertitel präsentiert wird. Jetzt wechseln wir mal ins Mediabook hinein. Da begrüßt uns einmal auf der linken Seite die Blu-ray mit dem mehr oder weniger Cover-C-Motiv drauf. Außerdem dann auf der rechten Seite gibt es die DVD, da wartet eben das schöne, eigentlich wirklich schön reißerisch gestaltete Cover B auf uns. Ansonsten ist das Mediabook im Inneren wirklich sehr, sehr einfach gestaltet. Wir bekommen mehr oder weniger dasselbe Innenartwork, das wir auch schon beim Mediabook von You Might Be the Killer gesehen haben, mit diesem kleinen Verlauf und diesem leicht abgebröckelten Grau, was wir da sehen, was durchaus in Ordnung aussieht. Dann dieselben Kratzspuren auf dem Front- und Backcover vom Booklet, dabei aber auf dem Backcover noch die Cast and Crew Angaben zu diesem Release. So können wir, wenn wir jetzt durch
Das Booklet blättern hier in erster Linie ein Interview mit dem Regisseur Dick Maas finden bei einem Booklet, das eigentlich relativ angenehm umfangreich ausgefallen ist. Dazu bekommen wir nämlich zu dem Interview in der deutschen Übersetzung natürlich noch ein paar formatfüllende Bilder, wie hier dann zum Beispiel den Löwen, der hier auf die Kamera zuschreitet, wie er es dann auch auf dem Mediabook mit dem Cover macht. Außerdem bekommen wir generell noch eine Covergalerie mit den verschiedenen Artworks, die zu dem Film angefertigt wurden. Etwas, das ich eben schon wiederholt gesagt habe, ich persönlich sehr, sehr gerne mag, um hier, auch wenn man sich nur eines von den Cover-Artworks besorgt hat, selber noch einmal ein bisschen einen Überblick zu bekommen und auch relativ einfach, ohne dann, wenn man den Film im Regal hat, das Internet anwerfen zu müssen, um noch einmal einen Blick auf ein anderes Cover-Artwork werfen zu können. Gedreht wurde der Film Prey im Jahr 2016. 3 Jahre später schaffte er es dann auch im deutschsprachigen Raum auf DVD und Blu-ray. Ich freue mich darauf, euch im nächsten Segment von Playzockers Blu-ray Check wie gewohnt einige Screenshots aus dem deutschen HD-Transfer direkt zu zeigen. Wie immer weise ich darauf hin, dass ich diese Bilder zwar alle selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe. Ich musste sie aber natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Trotzdem, finde ich, bekommen wir einen sehr guten Überblick von der Bildqualität, die nämlich, gelinde gesagt, absolut grenzgenial ist. Prey wurde digital produziert, das bedeutet, uns erwartet hier ein sehr ruhiges Bild, das im Hintergrund weder irgendwelche Rauschkörner bedingt durch die Körnung des Filmmaterials zeigt, aber auch die Kompression hält sich sehr, sehr angenehm im Hintergrund. Der 108 Minuten lange Film hat zwar nur knapp 18 GB auf der Disk zur Verfügung, auffällige Block- und Artefaktbildung in feinen Strukturen oder homogenen Hintergrundflächen sind mir beim Anschauen des Films dann aber trotzdem nicht aufgefallen. Was man bei dem Film allerdings sehr wohl erkennen kann, ist, dass man hier absolut hervorragend produziert hat und dass der Film mit sehr gutem Equipment produziert wurde. Hier auf der Blu-ray vorliegend natürlich im Originalbildformat 2:35:1 bekommen wir ein extrem scharfes Bild, das natürlich insbesondere in den näheren Aufnahmen eine unglaubliche Detailzeichnung liefert, wie es bei modernen digital produzierten Filmen auch nicht wirklich anders zu erwarten ist. Dazu kommt, dass die Farben durchgehend absolut kräftig und natürlich aussehen, der Kontrast, helle und dunkle Bildbereiche absolut hervorragend balanciert und man hier wirklich ein tolles, natürlich digital wirkendes Bild, aber eben sehr, sehr zufriedenstellendes Bild bekommt, das auf der deutschen Blu-ray von Indeed und Illusions außerdem noch hervorragend präsentiert wird. Prey ist irgendwie ein interessanter Eintrag in Dick Maas Filmography. Der Film ist unterhaltsam, bietet eine sehr coole Mischung aus dezenter, skurriler, absurder Comedy, die vor allem eben aufgrund seiner Charaktere bzw. einzelnen Ideen aus dem Drehbuch herrührt, aber dann gibt's auch wieder die ein oder andere blutige Szene, den ein oder anderen Gore-Moment, beziehungsweise eigentlich auch ziemlich coole Tricktechnik. Interessant ist, dass Prey natürlich nicht mit einem realen Löwen gedreht wurde, weil echte Löwen dann doch auch dafür bekannt sind, dass sie nicht nur die großen Killermaschinen sind, sondern noch dann ganz gerne mal einen Schlaffi machen, wenn die Regisseure vielleicht von ihnen das exakte Gegenteil wollen. Deswegen hat man sich recht früh dafür entschieden, dass man bei Prey keinen echten Löwen einsetzen möchte, sondern den vielleicht von dem ebenfalls in Holland wohnenden Special Effects Experten Eric de Boer animieren lassen wollte. Dessen Namen könnte vielleicht denen bekannt vorkommen, die den Abspann genau verfolgt und auswendig gelernt haben von dem Oscar-prämierten Meisterwerk Life of Pi. Allerdings hätte man in einer einzigen Szene mit dem Tiger für die Special Effects bereits $1 Million ausgeben müssen und das war
ein Drittel des gesamten Produktionsbudgets, weswegen man diese Idee wieder verworfen hat. Man ging dann deswegen zu einer holländischen Special Effects Crew und hat lediglich vereinzelte Einstellungen, in denen man den ganzen Löwen sieht, digital animieren lassen, und die meisten davon, muss man auch sagen, sehen wirklich gut aus und in den näheren Aufnahmen dann tatsächlich eher Animatronics verwendet, was finde ich ebenfalls eine tolle Entscheidung war. Prey hat mich persönlich sehr unterhalten, eben vor allem diese skurrile Atmosphäre gepaart mit den leichten Gore- und Fresseinlagen, gepaart mit den unterhaltsamen Charakteren, gepaart mit einem gelungenen Mediabook-Release von Indeed und Illusions, sind definitiv diverse Faktoren, um den Release auch Anfang 2020 noch einen schönen warmen Platz in eurem Regal zu gönnen.